Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei seid. Juri aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. In diesem neuen Video möchte ich euch weitere Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Jede Woche passiert bei uns etwas Neues und Interessantes und ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten. Außerdem seht ihr in diesem Video meine Fahrt mit dem Oberleitungsbus Linie 1 vom Bezirk Solnitschny bis zum Stadtteil Akademgorodok. 2 Monate des Sommers 2026 sind vorbei. Und es bleibt nur der Monat August. Das heißt, man muss den Sommer weiter genießen, solange es noch draußen warm ist. Bleibt gerne dran, los geht's! Fahrkarten per Gesicht kaufen. Russland führt Biometrie im Nahverkehr ein. Ab dem 1. September 2026 können die Russen Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel mit Hilfe des einheitlichen biometrischen Systems kaufen. Das hat Kira Doroseva bekannt gegeben. Sie sitzt in der Kommission für die Entwicklung des Personenverkehrs beim Gesellschaftsrat des russischen Verkehrsministeriums. Ihren Worten zufolge wird in den Beförderungsvorschriften jetzt die Möglichkeit verankert, Fahrkarten über das einheitliche biometrische System, kurz EBS, auszustellen und zu kaufen. Aber es gibt einen wichtigen Haken. Die Bezahlung per Biometrie wird nicht überall und nicht sofort verfügbar sein, sondern nur dort, wo die Verkehrsunternehmen und die Infrastruktur dafür bereit sind. Die Expertin ist überzeugt, dass vor allem diejenigen profitieren werden, die regelmäßig unterwegs sind, also Leute, die zur Arbeit, zur Uni oder auf Dienstreisen fahren. Für sie ist die Geschwindigkeit der Abfertigung an großen Verkehrsknotenpunkten und zu den Stoßzeiten besonders wichtig. Davon hängt schließlich direkt ab, wie angenehm die Fahrt wird. Und noch etwas. Bereits zuvor hatte das russische Digitalministerium vorgeschlagen, zu prüfen, ob biometrische Daten künftig zur Bestätigung verdächtiger Finanztransaktionen genutzt werden könnten, die aus der Ferne durchgeführt werden. Das geht aus dem Entwurf einer Doktrin zur Bekämpfung von Cyberkriminalität hervor, der auf der Webseite des Ministeriums veröffentlicht wurde. Russlands erste Hochgeschwindigkeitsbahn Moskau-Petersburg im Bau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat den russischen Eisenbahnern zu ihrem Berufsfeiertag gratuliert. Ich gratuliere von Herzen all jenen, die durch ihre engagierte und gewissenhafte Arbeit zur Entwicklung dieser für unser Land so wichtigen, strategisch bedeutenden Branche beitragen, sagte er. Putin erinnerte daran, dass im Jahr 2026 die erste Eisenbahnstrecke von gesamtstaatlicher Bedeutung, die Moskau und St. Petersburg verband, ihr 175-jähriges Jubiläum feiert. Seitdem seien die russischen Eisenbahnen zu einem der Symbole für Zuverlässigkeit und Fortschritt geworden, betonte der Präsident. Der Bau der ersten Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke des Landes, die Moskau und St. Petersburg verbinden wird, geht aktiv voran. Das hat der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Videobotschaft zum Tag der Eisenbahner mitgeteilt. Den Worten des Präsidenten zufolge meistern die russischen Eisenbahner die aktuellen Herausforderungen erfolgreich, indem sie moderne Technologien einführen. In der Branche entwickeln sich elektronische Logistik sowie digitale Dienste und Services stetig weiter. Gleichzeitig werden die Sicherheitssysteme verbessert und die Effizienz im Güter- und Personenverkehr gesteigert. Putin betonte, dank der eingespielten Arbeit der Fachleute wird die Eisenbahninfrastruktur des Landes konsequent modernisiert und entwickelt sich immer weiter. Was ist eigentlich eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, auf Russisch WSM? Das ist eine zweigleisige Bahnstrecke, auf der Züge mit Geschwindigkeit zwischen 200 und 400 Kilometern pro Stunde fahren können. Die erste derartige Strecke in Russland
wird eben die Verbindung zwischen Moskau und Sankt Petersburg sein. Die Fahrzeit zwischen den beiden Städten wird dann nur noch 2 Stunden und 15 Minuten betragen. Und neben der Strecke Moskau-Petersburg sind auch weitere solcher Bahnverbindungen geplant, nach Jekaterinburg, Adler, Rjasan und Minsk. Vom Spitznamen zum Markennamen. UAZ macht Buchanka offiziell. Das Automobilwerk Uljanowsk hat den Namen Buchanka offiziell für seine Fahrzeuge der alten Nutzfahrzeugreihe festgelegt. Das berichtet die Pressestelle des Unternehmens. Seit dem 31. Juli 2026 taucht der längst zum Begriff gewordene Spitzname der Uljanowsker Klassiker bereits in den meisten offiziellen Kommunikationsmaterialien der Marke auf. In der begleitenden technischen Dokumentation werden weiterhin die Modellindizes verwendet, berichtet die Pressestelle von UAZ. Der volkstümliche Spitzname Buchanka, auf Deutsch Brotleib, hat sich für den UAZ-Kastenwagen durchgesetzt, weil die Form der Karosserie an einen Brotleib erinnert. Jetzt wird dieser Name auch offiziell auf der Webseite von UAZ als Bezeichnung verwendet. Russland belegt Platz 3 bei der Lachsproduktion weltweit. Russland belegt weltweit den 3. Platz bei der Lachsproduktion und liegt damit nur hinter Norwegen und Chile. Das geht aus den neuesten verfügbaren Daten der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, kurz FAO, hervor. Dabei wird angemerkt, dass die FAO ihre aktuellen Daten mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung veröffentlicht. Den ersten Platz belegte im Berichtsjahr 2024 mit deutlichem Abstand Norwegen. Die Produktion dieser Fischart lag bei 1,65 Millionen Tonnen. Chile folgt auf Platz 2 mit 998,4 Tausend Tonnen. Und den 3. Platz in dieser Spitzengruppe belegt eben Russland mit einem Ergebnis von 400,7 Tausend Tonnen. 25.000 Soldaten mehr für Russlands Armee. Seit dem 1. August ist ein Erlass des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Kraft, der die planmäßige Personalstärke der russischen Streitkräfte um 25.000 Soldaten erhöht. Das entsprechende Dokument wurde auf dem offiziellen Rechtsinformationsportal veröffentlicht. Mit Inkrafttreten des Erlasses erreicht die gesamte planmäßige Personalstärke der russischen Streitkräfte 2.426.130 Personen. Davon sind 1,535 Millionen Soldaten. Die zusätzlichen 25.000 Stellen sind im Zusammenhang mit der Schaffung von militärischen Baueinheiten innerhalb der russischen Streitkräfte vorgesehen. Außerdem legt das Dokument die maximale Personalstärke des zentralen Apparats des russischen Verteidigungsministeriums auf 13.400 Personen fest, ohne die Mitarbeiter, die für Objektschutz und Gebäudeinstandhaltung zuständig sind. Von dieser Zahl entfallen 4.930 Stellen auf föderale zivile Staatsbedienstete. Attentat auf Drohnenerfinder in Tula. Der Zustand des Unternehmers und Entwicklers einer Serie russischer FPV-Drohnen, Andrei Cheresov, auf den in Tula ein Attentat verübt wurde, wird als stabil eingeschätzt. Das teilte die Pressestelle des Drohnenherstellers Ovod mit. Andrei lebt, sein Zustand ist stabil. Er wurde schwer verletzt, aber die Hilfe kam rechtzeitig. Im Moment wird Andrei von den besten Ärzten behandelt, erklärte die Quelle. Die Pressestelle betonte außerdem, dass man dem Verletzten eine schnelle Genesung und eine baldige Rückkehr zur Arbeit zum Wohle Russlands wünsche. Zur Erinnerung, was passiert ist. Am 29. Juli schoss ein Unbekannter in Tula 3-mal auf Andrei Cheresov, den Chefkonstrukteur und Entwickler der FPV-Drohnenfamilie Ovod, als dieser gerade nach Hause unterwegs war.
Seine Ehefrau fand ihn, woraufhin er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Angreifer konnte flüchten, in der Stadt wurde der Fahndungsplan Perichvat ausgelöst. Wegen des Vorfalls wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen dieses Videos. Hoffentlich habt ihr etwas Neues und Interessantes erfahren. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Im weiteren Verlauf des Videos hört ihr den Originalton. Bis dann. Tschüss.